Ich heiße Phil, bin 27 Jahre alt und komme aus Brasilien. Wenn du mich heute sprechen hörst, denkst du vielleicht, dieser Typ spricht fließend Deutsch. Aber vor 5 Monaten konnte ich kein einziges Gespräch führen. Nicht einmal ein einfaches »Wie geht's?« bekam ich ohne Nervosität heraus. Ich stotterte, ich zögerte, ich wiederholte die Worte 100-mal im Kopf. Ich war frustriert, wütend und ehrlich gesagt auch beschämt. Denn ich wusste, Deutsch war der Schlüssel zu meinem Traumleben. Aber genau dieser Schlüssel fehlte. Was du jetzt hörst, ist meine Geschichte und gleichzeitig auch deine. Denn ich kenne das Gefühl, festzustecken. Man paukt stundenlang Vokabeln, gibt Geld für teure Kurse aus, verspricht sich immer wieder, dass es diesmal klappt. Und doch bleibt alles gleich. Das Gefühl. Ich werde niemals fließend sprechen. Wenn du das kennst, bleib bis zum Ende. Denn ich verspreche dir, nach meiner Geschichte wirst du nicht nur verstehen, wie ich in 5 Monaten Deutsch gelernt habe, du wirst wissen, wie du es auch schaffst. Meine Reise begann nicht mit Motivation. Sie begann mit einem schmerzhaften Moment, der mein Leben auf den Kopf stellte. Solange ich denken kann, wollte ich in einem internationalen Unternehmen arbeiten, als Softwareentwickler durchstarten. Ich war gut in meinem Fach, hatte jahrelang investiert und war stolz auf meine Projekte. Dann kam endlich eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, Phil. Sie sind zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ich konnte es kaum glauben. Ich stellte mir schon alles vor. Ein moderner Arbeitsplatz, ein gutes Gehalt, ein Team internationaler Kollegen. Doch am Tag des Interviews änderte sich alles. Ein Zoom-Call, 3 Gesichter, 3 deutsche Muttersprachler. Sie lächelten freundlich und fragten, »Phil, erzählen Sie uns bitte etwas über Ihre Erfahrung.« Doch ich konnte nicht antworten. Ich wusste alles, ich hatte Erfahrung, aber heraus kam nur, ich bin Software, Projekte, gut. Stille. Sekunden, die sich wie Stunden anfühlten. Noch eine Frage, noch ein Versuch. Nichts. Dann dieses höfliche Lächeln. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wusste sofort. Ich war nicht wegen meiner Arbeit gescheitert. Ich war gescheitert, weil ich kein Deutsch sprechen konnte. Nach dem Gespräch saß ich einfach da. Meine Hände zitterten, mein Magen krampfte. Ich fühlte mich wertlos. In diesem Moment begriff ich, Deutsch ist ein Schlüssel. Und ich hatte diesen Schlüssel nicht. Diese Nacht konnte ich nicht schlafen. Immer wieder spielte ich das Gespräch in meinem Kopf ab. Jedes gestotterte Wort, jede Pause, jedes Lächeln der Interviewer brannte sich ein. Ich war wütend. Auf mich selbst, auf die verlorene Zeit, auf die Jahre, in denen ich mir eingeredet hatte, Deutsch ist nicht wichtig. Doch jetzt war die Wahrheit klar. Ohne Deutsch war ich unsichtbar. Noch in derselben Nacht fasste ich einen Entschluss. Keine Ausreden mehr, kein Aufschieben. Ich würde Deutsch lernen, nicht irgendwann, nicht langsam und nebenbei, sondern schnell, intensiv und kompromisslos.
aber ich durfte nicht dieselben Fehler machen wie vorher. Denn ich hatte schon Kurse besucht, Wortlisten gelernt, Grammatik gepaukt, und doch versagte ich. Auch fragte ich mich, vielleicht liegt das Problem gar nicht an mir. Vielleicht liegt das Problem am System. Und genau da begann mein Neustart. Ich suchte nicht nach einer weiteren App oder einem weiteren Kurs. Ich suchte nach einem System, das in der echten Welt funktioniert. Die ersten 15 Tage waren entscheidend. Wäre ich dort ausgestiegen, wäre alles vorbei gewesen. Denn die meisten machen am Anfang denselben Fehler. Sie glauben, dass sie mehr Wörter brauchen, um sprechen zu können. Ich dachte genauso. Ich war überzeugt, wenn ich 1000 Wörter lerne, bin ich fließend. Doch die Wahrheit war, ich kannte schon Hunderte, aber ich konnte sie nicht benutzen. Auch tat ich etwas völlig anderes. Ich schrieb meine Überlebensliste. 50 Sätze, die ich wirklich im Alltag brauchte. Kein unnützes Vokabular. Keine Grammatikübungen. Nur Basics wie »Können Sie das wiederholen?« oder »Ich hätte gern einen Kaffee«. Jeden Morgen las ich diese Liste laut vor. Nicht einmal, nicht zweimal, 10-mal. Anfangs stolperte meine Zunge, alles klang schwer. Aber nach 5 Tagen flossen die Sätze plötzlich automatisch. Dann begann ich mit mir selbst zu reden. Es klingt seltsam, aber es war mein geheimes Klassenzimmer. Niemand hörte zu, niemand lachte. Unter der Dusche sagte ich, »Ich dusche, das Wasser ist warm.« Beim Frühstück murmelte ich, »Ich mache Eier, ich mag Eier. Sie sind leicht zu kochen.« Und plötzlich merkte ich, mein Kopf begann auf Deutsch zu denken. Das war der erste echte Durchbruch in meinem Alltag. Dann kam die echte Imitation. Jeden Tag nahm ich 5 Sätze aus Filmen oder Serien. Ich las sie nicht einfach nur, ich kopierte sie genau. Geschwindigkeit, Emotion, Betonung. Als wäre ich selbst der Schauspieler. Am Anfang fühlte es sich merkwürdig an, fast wie ein Schauspiel. Aber nach ein paar Tagen hörte ich mich selbst anders sprechen. Es war, als hätte meine Stimme ein neues Kostüm angezogen, natürlicher und flüssiger. Nach 15 Tagen war ich noch weit entfernt von fließend. Aber ein entscheidender Unterschied war da. Ich musste nicht mehr jedes Wort übersetzen. Kurze Sätze kamen von selbst. Zum ersten Mal spürte ich, es funktioniert. Doch wenn ich wirklich Gespräche führen wollte, musste ich weitergehen. Mein Gehirn war noch zu langsam. Ich kannte Wörter, aber ich konnte sie nicht schnell zusammensetzen. Sobald Muttersprachler redeten, war ich verloren. Deshalb entwickelte ich die Frage-Antwort-Methode. Jeden Tag stellte ich mir einfache Fragen, und ich zwang mich, sofort zu antworten. Keine Übersetzung, kein langes Nachdenken. Nur spontane Reaktion, Satz für Satz. Beispiel: Frage: Was hast du heute gemacht? Antwort 1: Ich habe gearbeitet. Antwort 2: Ich habe an meinem Projekt gearbeitet. Antwort 3: Ich habe 3 Stunden gearbeitet und dann Kaffee getrunken. Jedes Mal wurde die Antwort länger, natürlicher. Nach ein paar Wochen bemerkte ich,
Mein Kopf reagierte in Echtzeit. Das war ein gewaltiger Schritt. Ich begann wirklich zu denken, statt mühsam zu übersetzen. Doch meine Aussprache war noch ein Problem. Auch erfand ich den Echo-Trick. Ich hörte einen Podcast oder Film, stoppte nach jedem Satz und wiederholte ihn sofort, genau mit dem gleichen Rhythmus und Gefühl. Erst klang es wie eine schlechte Kopie, aber nach einer Woche veränderte sich meine Stimme. Ich hörte mich selbst plötzlich anders, natürlicher, flüssiger, sicherer. Ich spürte, ich klang langsam wirklich wie ein Sprecher. Dann kam mein nächster Schritt. Wortschatz über Geschichten. Keine langweiligen Listen mehr. Stattdessen 5 neue Wörter am Tag, eingebaut in eine kleine Geschichte. Ich las sie 10-mal laut vor, bis sie klebten. Beispiel: Wörter, Einladung, Party, Überraschung, Freude, Geschenk. Geschichte: Ich bekam eine Einladung zu einer Party. Dort erwartete mich eine große Überraschung. Alle feierten meinen Geburtstag, und ich freute mich über ein Geschenk. Jeden Tag dieselbe Routine. 30 Minuten Frage-Antwort, 30 Minuten Echo, 5 neue Wörter in Geschichten. Es war hart, aber nach einem Monat konnte ich endlich Gespräche führen, ohne ins Leere zu starren. Und trotzdem fehlte etwas. Denn wenn ich wirklich natürlich klingen wollte, brauchte ich ein Gefühl für die Struktur der Sprache. Nicht Grammatikregeln, sondern echte Sätze, so wie Muttersprachler sie verwenden. Früher hatte ich Stunden mit Regeln verbracht. Perfekt, Präteritum, Konjunktiv, doch in Gesprächen half mir das null. Auch machte ich es anders. Ich hörte Sätze und fragte mich, warum genau so? Beispiel: Ein Deutscher sagte: Ich lerne seit 5 Monaten Deutsch. In der Schule hatte ich gelernt: Ich bin seit 5 Monaten Deutsch am Lernen. Plötzlich verstand ich: Echtes Deutsch klang anders, natürlicher. Ich begann, Muster aufzuschreiben und in meinen Alltag einzubauen. Keine Regeln, nur Strukturen. Abends schrieb ich in mein Tagebuch. Anfangs simple Sätze. Ich ging arbeiten. Ich war müde. Ich aß Pizza. Dann las ich Blogs, Artikel, Bücher und übernahm Satzmuster. Nach ein paar Wochen klangen meine Einträge anders. Längere Sätze, flüssiger Rhythmus. Ohne es zu merken, fing ich an zu schreiben wie ein Deutscher. Und dann entdeckte ich mein geheimes Trainingsmittel: Shadowing. Kopfhörer auf, Video starten und gleichzeitig mitsprechen. Nicht danach, sondern exakt parallel. Es war brutal schwer, aber wie ein Sprachworkout. Nach 20 Minuten war ich erschöpft. Doch mein Mund wurde schneller, mein Ohr schärfer, mein Rhythmus natürlicher. Nach ein paar Wochen sagte ein Freund: Phil, dein Deutsch klingt plötzlich echt. Das war ein Schlüsselmoment. Aber trotz allem Fortschritt blieb die größte Hürde: die Angst vor echten Gesprächen. Zu Hause lief alles flüssig. Doch wenn ich vor einer Person stand, zitterte meine Stimme. Mein Kopf wurde leer. Die Wahrheit ist: Die größte Barriere beim Deutschlernen ist nicht Grammatik. Es ist Angst.
Auch beschloss ich, ich würde meine Angst frontal angreifen, mit Vorbereitung und dem Sprung ins kalte Wasser. Ich schrieb 10 Standardfragen auf, die fast immer vorkommen. Wie war dein Tag? Was machst du beruflich? Was isst du gern? Ich übte sie täglich, bis sie automatisch herauskamen, als Rettungsanker im Gespräch. Dann klickte ich auf einen Link zu einer Online-Community, in der Menschen Deutsch übten. Mein Herz raste, meine Hände waren schweißnass. Ich dachte, wenn ich jetzt stottere, lachen alle. Aber ich sprach trotzdem. Die ersten Sätze waren brüchig, voller Fehler. Doch weißt du, was geschah? Niemand lachte. Im Gegenteil. Die Leute nickten, stellten Fragen, halfen mir. Ich begriff, Fehler sind kein Beweis für Dummheit. Fehler sind Beweise für Mut. Nach ein paar Wochen wurden diese Gespräche zum Highlight meines Tages. Ich fand Freunde aus Indien, Mexiko, Polen. Wir alle kämpften mit Deutsch, und genau das verband uns. Jedes Gespräch war ein kleines Training, ein kleiner Sieg. Und jedes Mal wuchs mein Selbstvertrauen. Ich war nicht mehr der Phil, der im Zoom-Interview versagte. Ich war jemand, der sich traute, auf Deutsch zu sprechen. 5 Monate nach meiner Entscheidung kam der Tag der Wahrheit. Ich bewarb mich erneut bei derselben Firma. Wieder ein Zoom-Call. Wieder 3 Gesichter auf dem Bildschirm. Doch diesmal fühlte ich keine Panik. Die erste Frage kam: Phil, erzählen Sie uns bitte von Ihrer Erfahrung in der Softwareentwicklung. Diesmal lächelte ich. Natürlich, sagte ich, und die Worte flossen. Klar, strukturiert, selbstbewusst. Ich war vorbereitet. Sie stellten weitere Fragen über Projekte, Herausforderungen, meine Vision als Entwickler. Und jedes Mal hatte ich eine Antwort. Nicht perfekt, aber fließend, echt, überzeugend. Ich sah sie nicken, Notizen machen. Als das Gespräch endete, wusste ich hatte es geschafft. Ein paar Tage später vibrierte mein Handy. Eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, Phil. Willkommen im Team. Ich las den Satz 5-mal. Dann kamen Tränen. Mein Traumjob. 5.000 € Einstiegsgehalt. Die Chance, in einem internationalen Team zu arbeiten. Alles, weil ich 5 Monate zuvor eine klare Entscheidung getroffen hatte. Ich rief meine Eltern an und erzählte es. Meine Mutter fing sofort an zu weinen. Mein Vater, sonst so wortkarg, sagte nur: Wir wussten immer, dass du es schaffen würdest. Und da verstand ich. Ich hatte nicht nur Deutsch gelernt, ich hatte mein Leben verändert. Rückblickend erkannte ich: Mein Erfolg beruhte nicht auf einer geheimen Methode. Es waren 7 einfache Prinzipien, die alles veränderten. Sie sind kein Phil-Geheimnis. Jeder kann sie anwenden, auch du. Erstens: Mindset ist alles. Solange ich dachte, ich bin schlecht in Deutsch, blieb ich stehen. Erst als ich anfing zu denken, ich werde jeden Tag besser, begann sich wirklich alles zu ändern. Zweitens: Deutsch überall. Ich stellte mein Handy auf Deutsch.
Ich hörte Musik, Podcasts, schaute Filme, jeden Tag ein bisschen Input. Bald fühlte sich Deutsch an wie die Luft, die ich atmete, ganz selbstverständlich. 3. Sprechen ohne Angst. Früher schämte ich mich für Fehler. Heute weiß ich, Fehler sind Training. Niemand lacht dich aus, im Gegenteil. Menschen respektieren den Mut, eine neue Sprache zu sprechen. 4. Echo und Shadowing. Ich kopierte Muttersprachler Satz für Satz. Ihre Stimme wurde meine Stimme. So lernte ich nicht nur Wörter zu sprechen, sondern den Klang und Rhythmus der deutschen Sprache. 5. Wörter in Geschichten. Vokabellisten vergaß ich sofort. Aber kleine Geschichten mit 5 neuen Wörtern am Tag blieben hängen. Denn das Gehirn speichert Bilder und Zusammenhänge, keine losen Nummern. 6. Grammatik nebenbei. Keine stundenlangen Bücher mehr. Ich beobachtete Muster in echten Sätzen. Ich lerne seit 5 Monaten statt komplizierter Schulkonstruktionen. So klang ich plötzlich viel natürlicher. 7. Konsistenz schlägt Perfektion. Nicht 2 Stunden am Stück, aber jeden Tag ein bisschen. Selbst 10 Minuten reichten. Hauptsache, ich verlor nie den Faden. Kontinuität war der Schlüssel zu echtem Fortschritt. Das sind meine 7 Prinzipien. Aber vergiss eins nicht: Es geht nicht um den perfekten Plan. Es geht darum, dran zu bleiben, gerade an den Tagen, an denen du keine Lust hast. Denn die Wahrheit ist, die Disziplin tut nur kurz weh. Die Reue hält ewig. Ich bereue nicht, dass ich angefangen habe. Ich bereue nur, dass ich so lange gewartet habe. Und jetzt sage ich dir eines: Wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. Ich war nicht besonders talentiert. Ich war nicht reich. Ich habe nie in Deutschland gelebt. Alles, was ich hatte, war ein klares Ziel und die Entscheidung anzufangen. Vielleicht fühlst du dich jetzt genauso, wie ich mich damals fühlte. Festgefahren, frustriert, unsicher. Aber genau dort beginnt jede echte Veränderung. Mit einem Schritt, mit einem Satz, mit Mut statt Ausreden. Es geht nicht darum, morgen perfektes Deutsch zu sprechen. Es geht darum, heute anzufangen. Mit kleinen Schritten, mit Fehlern, mit Mut. Dein zukünftiges Ich wird dir danken für jeden einzelnen Versuch. Stell dir vor, wie dein Leben in 6 Monaten aussehen könnte. Ein erstes Gespräch ohne Angst. Ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Momente, in denen du nicht nur deine Fähigkeiten zeigst, sondern deine Stimme. Das ist möglich. Für dich. Genau jetzt. Auch hör auf, Ausreden zu machen. Sprich, höre, schreibe, lies. Ein Tag. Auch wenn es nur 5 Minuten sind. Deine Zukunft wird durch diese Minuten entschieden. Und wenn dich meine Geschichte inspiriert hat, dann bleib dabei.
Gemeinsam gehen wir diesen Weg, Schritt für Schritt. Deine Reise zur fließenden Sprache beginnt hier. Lass uns starten. Jetzt.